Hi, heute möchte ich euch kurz erklären, warum es so wichtig ist, Kohle- und Graphitstifte richtig zu spitzen. Im Anschluss daran zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr es am einfachsten machen könnt. Viel Spaß! So, ich möchte euch kurz erklären, warum es wichtig ist, die Stifte so zu spitzen. Hier seht ihr den Graphitstift, sehr spitz wie eine Nadel. Das Ganze hat den Grund, dass ihr beim Zeichnen und vor allem beim Schraffieren, das heißt, wenn ihr immer wieder über das Papier geht, dadurch eine Flexibilität in der Spitze bekommt, die sich dadurch an das Papier anpasst und dadurch auch eine bessere Schraffur ermöglicht. Der zweite Grund ist, durch diese Kegelform bekommt man eine stabile Spitze, die es ermöglicht, wirklich ganz präzise Details zu zeichnen und auch sogar um in die einzelnen Poren von dem Blatt einzudringen. Das heißt, dadurch bekommt man eine super Haut, eine super Schraffierung und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das mit diesem Stift zu machen, wenn ihr sehr realistisch zeichnen wollt. Hier jetzt nochmal ein Kohlestift. Bei den Kohlestiften ist es so, dass die sich beim Zeichnen sehr schnell abstumpfen vorne und deshalb muss man wirklich sehr oft nachspitzen. Wenn man zum Beispiel Haare zeichnet, normal 2, 3, 4 Haare, kann es sein, dass die Kohle schon wieder nicht mehr richtig spitz ist vorne und man deshalb sehr oft nachspitzen muss, was dazu führt, dass wenn man jetzt nicht gut im Spitzen ist und immer wieder die Spitze abbricht, was sehr leicht passieren kann bei den Kohlestiften, dass man dann schnell frustriert ist und keine Lust mehr hat. Deshalb übt wirklich das Spitzen oder benutzt den Spitzer, den ich euch gleich zeige, mit dem es ganz einfach geht. Ich wechsle jetzt gleich in die Nahansicht und zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr das richtig machen könnt und dann ganz zum Schluss noch, welchen Spitzer ich oft verwende, um gerade diese Kohlestifte noch besser und einfacher spitzen zu können. So, ich hoffe, man kann alles erkennen. Ich befinde mich jetzt im Zoom und hier sieht man jetzt einmal einen Standardbleistift, so wie man ihn bekommt. Und hier sieht man jetzt, wie der Bleistift nach dem ersten Arbeitsschritt aussehen sollte. Das heißt, man muss jetzt diesen Bleistift nehmen und mit einem Messer die äußere Holzhaut abtrennen. Das ist natürlich nichts für Kinder, das heißt, mit Messern darf man natürlich nur umgehen, wenn man alt genug ist. Deshalb hier das Cuttermesser und jetzt fange ich hier einfach mal an, diese Fläche freizulegen. Dazu nimmt man am besten das Messer, hält es hier so ran und kann dann mit der Hand nach und nach im Endeffekt die Haut abschälen. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich gleich ein bisschen in den Timelapse-Modus schalten, damit ihr nicht die ganze Zeit zuschauen müsst und dann direkt beim nächsten Schritt weiter erklären. Bis gleich. Wie man jetzt sehen kann, ist der Stift vorne ungefähr, ich würde jetzt mal sagen 4-5 cm freigelegt. Und im nächsten Schritt kann man sich jetzt ein Schleifpapier nehmen und ihn über das Schleifpapier bewegen, um ihn wirklich so spitz wie eine Nadel zu bekommen. In manchen Malsets, will ich jetzt nur noch kurz hinzufügen, gibt es diese Schleifdinger hier, wie auch immer die man nennen soll. Die sind fürs Gleiche gedacht, würde ich aber nicht empfehlen, weil wenn ihr jetzt hier drüber geht, dann bekommt man immer eine Kante, weil der Stift nur an den Seiten aufliegt und nicht über das komplette Teil. Deshalb ist es deutlich besser, wenn man sich einfach ein Schleifpapier nimmt, das hier so ein bisschen wölbt und dann anfängt drüber zu gehen. Während man vor und zurück bewegt, sollte man immer gleichzeitig noch den Stift drehen und so bekommt man dann eine richtig gute Spitze hin. Ich werde jetzt gleich wieder in den schnellen Modus schalten, damit es ein bisschen schneller geht und dann noch ein paar Sachen zu der Spitze ganz genau sagen. Bis gleich.
Wie ihr seht, ist der Stift jetzt schon wirklich spitz. Das Ganze sieht aus wie ein Kegel, also das heißt, es soll wirklich von hinten bis vorne gleichmäßig immer weiter zu einer Spitze zulaufen. Das Schleifpapier, das ich gerade hatte, war ein bisschen rau. Wenn ihr das merkt, dass es keine richtige Spitze mehr vorne gibt, sondern immer die Spitze abbröckelt, dann muss man ein feineres Schleifpapier nehmen, was ich jetzt auch hier mache, und das Ganze nochmal nacharbeite, bis ich wirklich die perfekte Spitze habe. Soweit ist das Ganze für mich in Ordnung. Man kann das natürlich immer zur Perfektion treiben. So wäre es für mich gut. Die Spitze ist wirklich sehr fein. Man kann ganz genaue Linien ziehen und perfekt damit schraffieren. Gut. Probiert so und erzählt mir, ob es funktioniert hat. Kommen wir zu den Kohle- und Pied Noir Stiften. Hier ist das Ganze nochmal deutlich schwerer, weil man wirklich sehr viel Übung darin braucht, weil die Spitzen wirklich sehr leicht abbrechen beim Spitzen. Das heißt, am Anfang kann man wirklich verrückt werden, wenn alle 2 Minuten die Spitze abbricht. Man fängt hier auf dieselbe Art an wie beim anderen Stift, nur man geht viel weniger nach hinten. Das heißt, man tut hier die Spitze ein bisschen frei stellen, auch wieder mit dem Messer. Man darf hier aber nicht allzu weit gehen, sonst bricht die sofort ab. So. Weiter als so würde ich es erstmal gar nicht freistellen. Das heißt, man kommt hier mit einem relativ flachen Winkel rein. Und jetzt muss man noch ganz fein mit dem Messer erstmal die Spitze auch etwas spitzer zulaufen lassen und die ganzen Kanten hier leicht rausschnitzen. Man kann das Ganze mit dem Messer bis zum Ende spielen. So machen es auch einige und die benutzen jetzt das Messer oder teilweise sogar noch eine Rasierklinge, bis die Spitze vorne wirklich spitz ist. Das Problem dabei ist, wenn man beim Zeichnen ist und muss die ganze Zeit nachspitzen, wenn man ein paar Striche gemacht hat, weil man zum Beispiel feines Haar zeichnet, dann dauert das Ganze ewig lang. Deshalb benutzen viele Profis trotzdem noch den Spitzer. Und zwar das große Loch, man steckt es dann nicht komplett rein, sondern nimmt den Stift schräg und setzt ihn ganz vorsichtig an. Es braucht ziemlich viel Übung und dreht ihn ganz vorsichtig. So dass vorne immer nur ganz minimal was abgeht. Für mich würde das jetzt so schon langen. Ich kriege einen extrem feinen Strich hin. Seitlich ist es zwar noch ein bisschen breiter, aber so kann ich sogar mit meiner Strichbreite variieren. Und wenn ich wollte, könnte ich jetzt das letzte feine Stückchen auch noch mal ganz spitz machen mit dem Messer. Okay, genau das gleiche macht man mit dem Pied Noir Stift. Und jetzt zeige ich euch gleich noch einen schönen Spitzer, mit dem das alles noch mal ein bisschen einfacher geht. Hier ist das Zauberwerkzeug, das ist ein spezieller Spitzer, der innen drin einen Fräser hat, der den Stift wirklich sehr fein abfräsen kann von außen. Man sieht jetzt hier den Stift, Kohle, nicht wirklich gespitzt, würde jetzt von Hand relativ lang dauern. Jetzt kann man hier diesen Spitzer ausfahren, den Stift reinlegen und hier festspannen. Dann, ich muss ein bisschen nach vorne rücken, dass ihr es seht, hat man hier hinten einen Drehmechanismus. Man kann den vorsichtig drehen und so den Stift spitzen. Hier unten muss man es noch ein bisschen festziehen.
Ich habe es jetzt da an der Wand festgemacht und komme ein bisschen schlecht hin, weil es fürs Video so gut war. Fürs Spitzen ist es leider nicht so ideal, aber es geht. Und jetzt zieht es den Stift Schritt für Schritt immer weiter rein, bis er spitz ist. So. Wenn man merkt, dass kein Widerstand mehr ist beim Drehen, dann kann man hier wieder vorsichtig öffnen. Und jetzt hoffen wir, dass es funktioniert hat. Zack. Und hier ist der Stift perfekt spitz, man muss nichts mehr machen. Ist also eigentlich deutlich einfacher. Deshalb, das Teil kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es kostet, glaube ich, nur 17 Euro. Und ich werde es unten in den Links auch noch einstellen. So viel zum Spitzen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert und beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann.